Ich hoffe, Sie sehen alle meinen Bildschirm. Wir haben hier eine Präsentation und ich möchte an der ersten Stelle sagen, diese Präsentation ist komplett KI generiert mit meinen Inhalten, aber schlussendlich die Slides, die Bilder, die ganze Struktur dahinter ist KI generiert. Muss ich gefühlt heute so machen, wenn ich schon eine Präsentation über KI mache. Aber wie gesagt, mein Name ist Kartik Muralidharan und ich bin Projektmanager für KI und Digitalisierung bei Hotellerie Suisse und arbeite auch beim Hospitality Booster zusammen, das Innovationsnetzwerk der Hotellerie Suisse. Heute besprechen wir das Thema KI im Gästeerlebnis und Personalisierung. Ich werde ein paar Inputs geben, wie wir das ansehen bei Hotellerie Suisse und dann werden wir, das wird so vielleicht 10, 15 Minuten dauern und dann werden wir das noch weitergeben an Lobby AI, die ihr super Tool noch vorzeigen werden und uns ein bisschen eine Einsicht geben können, in was die wirkliche praxisorientierte Nutzung davon ist. Genau, KI im Gästeerlebnis und die Personalisierung ist wirklich ein großes Feld der Möglichkeit mit dieser Technologie, aber auch schon mit existierenden Technologien, die schon vor vielleicht ein paar Jahren reingekommen sind. Wir sehen zum Beispiel, wir haben wirklich Gästeerwartungen, die mit der Zeit viel, viel höher werden. Die Leute haben ein Gefühl und eine Kenntnis auch zum Teil, dass die Personalisierung einfach heute viel mehr möglich ist und sehen das bei vielen verschiedenen Plattformen, vielen verschiedenen Services, die sie auch benutzen. Zudem haben wir natürlich die OTAs, die einen Standard setzen, wo Individualhotellerie manchmal Probleme damit hatte in der Vergangenheit. Nicht nur OTAs, aber auch globale Hotelketten haben da einfach viel mehr Kraft gehabt in der Vergangenheit, um solche Technologien reinzubringen. Das wirklich Schöne über diese Technologie ist, dass es jetzt um einiges zugänglicher geworden ist für jeden und jede. Natürlich das schöne Wort, das wir immer wieder aufbringen, der Fachkräftemangel. Der ist sehr groß in der Schweiz und auch also besonders in der Schweizer Hotellerie spürt man das oft. Wir haben vor kurzem eine Mitgliederbefragung auch rausgeschickt, wo es ganz klar zurückkam, der Fachkräftemangel ist das wichtigste Thema für viele unserer Mitglieder. Und deshalb wollen wir das auch ein bisschen ins Zentrum stellen. Es soll wirklich dazu helfen, euer Personal zu befähigen und euer Personal zu fördern, damit sie solche Technologien effizient benutzen können. Und natürlich, all das zusammengebracht, erstellt einen Wettbewerbsvorteil. Ja, Äh, Was man eben heute schon machen kann, ist, dass man die Kommunikation zum großen Teil automatisieren kann. Das heißt nicht die Interaktion direkt mit dem Gast. Die Idee ist wirklich nicht dahinter, hey, ersetzt das In-Person-Gespräch mit einer Technologie, weil wir wollen das nicht fördern, wir finden das auch nicht sinnvoll. Aber Sachen wie das Pre-Arrival oder Post-Stay, die E-Mails, kann man dann dynamisch für die Gästentypen und den Kontext eigentlich anpassen. Man kann auch digitale Gästemappen erstellen, damit man wirklich eine spezifische, maßgeschneiderte Erfahrungsmappe an die Gäste hinstellen kann. Mit verschiedenen Restaurants, Aktivitäten, um die Region, wo man auch ist, ein bisschen zu fördern. Diese Personalisierung ist wirklich heute möglich. Das ist nicht etwas, das in der Zukunft kommen wird. Das kann man heute schon sehr gut machen. Und dann natürlich, wenn man viele Informationen von den Gästen auch weiß und viele Informationen der Gäste auch weiterverarbeiten kann, dann kommen auch die Aspekte vom personalisierten Angebot. Äh, Zuletzt haben wir auch noch die Feedback-Analyse. Gästebewertungen ist etwas, das wir öfters hören. Man bekommt extrem viele Gästebewertungen. Eine schlechte Gästebewertung ist vielleicht nicht maßgebend. Wenn man aber 10 verschiedene schlechte Bewertungen hat, muss man wahrscheinlich eine Aktion mal starten. Und solche Analysen von diesen Gästebewertungen können wirklich dazu führen, dass man den Betrieb verbessern kann und dass man auch das Gute noch weiter fördern kann. So ein paar Beispiele, wie schon ein bisschen angetönt, sind die automatischen Kommunikationen, sind so Reiseführerempfehlungen oder auch Marketing und Segmentierung.
Das heißt zum Beispiel, der letzte Punkt elaboriere ich ein bisschen, weil ich das noch nicht so viel angesprochen habe, Newsletters, aber auch Marketingtexte über Social Media kann man viel einfacher anpassen zu den Gästensegmenten, die einen eher wo die Gäste halt eher herkommen. Sagen wir, das ist ein Hotel in Interlaken, da hat man dann vielleicht eher chinesische und indische Gäste im Gruppenmaß und dann muss man eine andere Sprache führen, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Hotel in Valbella ist. Von dieser Seite her hilft das wirklich, damit man schneller und einfacher diese Entscheidungen machen kann. Und diese persönliche Ansprache, das gibt einfach eine Zukunftsaussicht, weil in der Zukunft werden diese Tools besser und besser werden und an irgendeinem Punkt wird es dann nicht mehr eine Situation sein von, sollte ich diese Sachen benutzen oder statt eher, wann zu welchem Maß kann ich diese Tools überhaupt nicht benutzen, wenn ich marktfähig bleiben möchte. Ähm, ein großes Thema, das auch jetzt so ein bisschen aufkommt, und ihr habt das eventuell viel in den Nachrichten gesehen, ist das sogenannte Agentic AI, agentische KI. Und das ist eine Art Weiterentwicklung durch diese generative KI, aber hat ein bisschen ein größeres Ausmaß und hat auch einen größeren Impact für unsere Branche. Wie ihr seht, habe ich hier einen Flow vorgeschrieben. Zum Beispiel sagt der Gäste, ich möchte einen romantischen Abend planen. Und das ist ja sehr vage. Ich meine, das gibt keine spezifischen Informationen. Und für einen Mensch ist das nicht wirklich genug Information. Auch für eine KI wird das meistens nicht genug Informationen sein. Wenn man aber schon vorher Präferenzen und Informationen über diesen Gast hat, dann kann man an diesem Punkt den KI-Agenten so benutzen, dass es diese Informationen reinnimmt in den Kontext, diese Präferenzen analysiert, Verfügbarkeiten analysiert und dann schaut, wann in der Reise eigentlich der beste Zeitpunkt ist, für diese Gäste reinzukommen. Oder beziehungsweise wann die Gäste zu spezifischen Orten hingehen sollen. Und dann macht es automatisch Reservierungen. Das heißt, auch bei euch im Hotel, wenn dieser Gast zum Beispiel das in ChatGPT oder Gemini reingibt, wird es dann automatische Agenten haben, die Buchungen auf euren Webseiten oder, und das ist etwas, das wir natürlich vertiefst anschauen, mit Booking.com oder anderen OTAs, dann die Reservierungen tätigen. Und für das müssen die Webseiten auch angepasst werden und die Webseiten auch stilistisch wirklich proaktiv angegangen werden, damit diese Tools, diese Agenten, die Webseiten auch benutzen können. Aber wie gesagt, es macht alle Buchungen, macht alle automatischen Einkäufe und so weiter und so fort, je nachdem, was der Gast halt einwilligt. Und kombiniert dann dieses ganze Programm kuriert für jeden einen individuellen Gast. Das erlaubt natürlich eben diese Hyperpersonalisierung. Man hat auch Interfaces, die man besser für Konversationen leiten kann, sei das jetzt durch einen Chat, sei das durch E-Mail oder sei das auch über ein Telefonat. Und man kann die Bedürfnisse besser antizipieren. Es geht nicht mehr darum, zu wundern, ja, wie diese Person einen Late Checkout haben oder einen Early Checkout oder wie diese Person ein Overbooking tätigen oder eine Cancellation ausführen. Man kann das alles viel, viel besser antizipieren. Und dann, dass man auch mehrere Kontaktpunkte hat, die auch miteinander in einem Ökosystem sind. Das heißt, wenn der Gast eine Interaktion mit auf einer App hat oder auf einem Chat, dass die das auch dann weiterführen können über ein Telefonat oder dann über eine E-Mail. Dass all das eigentlich wie miteinander zusammenkommen kann. Natürlich wollen wir auch darauf hinweisen und wir werden tiefer in dieses Thema reingehen im letzten Webinar, das 5. Webinar im November. Governance und Regelungen sind einzuhalten. Und zum Beispiel beim neuen Datenschutzgesetz, also die NDSG oder auch der EU AI Act, das sind alles Sachen, die man wirklich darauf achten muss.
Und bitte, bitte, bitte macht keine Digitalisierungsstrategie ohne Einwilligung der Gästedaten, also damit die Gäste wirklich sich konkret einwilligen, dass diese Daten weiterverarbeitet werden dürfen. Was wir auch momentan daran arbeiten, euch zu unterstützen, ist für eine sogenannte KI-Ethik-Charta oder ein Factsheet über wie man dann die KI-Ethik in einem Betrieb behalten kann. Und wir hoffen, dass wir das an euch bald auch bieten können, damit ihr mit dem besser an die Gäste gehen könnt und diese Transparenz besser erstellen könnt. Wie gesagt, heute ist schon extrem viel möglich. Aber was morgen möglich sein wird, ändert eigentlich, wie wir unsere Online-Präsenz und wie wir unsere Inhouse-Präsenz platzieren müssen. Sachen wie agentische KI und noch bessere generative Systeme können diese Gästeerlebnisse wirklich massiv gestalten. Und es ist eine gute Praxis für uns, diese Technologie willkommen zu heißen und nicht extrem eine Resistenz dazu zu haben, weil diese Technologie kommt, ob wir es mögen oder nicht. Und es ist besser, dass wir lernen, wie man damit umgeht, als dass wir diese verschonen und dann diese eventuell verlieren. Deshalb, wir versuchen wirklich, das an euch ans Herz zu bringen, dass diese Personalisierung ein bisschen ein Standard wird und dass die Hotels dass ihr jetzt schon ein bisschen in diese KI-Lösungen investiert. Zumindest nicht, also vielleicht nicht finanziell, aber mit der Zeit, mit eurer Zeit, damit ihr das mal anschaut und das Interesse zeigt. Und das macht ihr zum Beispiel auch heute. Und wir sind wirklich sehr dankbar, dass ihr heute dabei seid. Jetzt, es ist alles schön zu reden über, was es kann heute und was es morgen kann. Aber deshalb haben wir mal eine Firma mitgebracht und einen Partner von uns, also in unserem Trusted-Netzwerk, die auch diese Technologie an euch heute richtig bringen kann. Lobby AI hat wirklich eine praxisnahe Lösung, die auch für die Schweizer Hotellerie super aufgebaut ist und vereinfacht die Gästekommunikation massiv. Ich will gar nicht so viel sagen, denn ich glaube, meine Kollegin Romy kann das viel, viel besser und deshalb würde ich jetzt mal an sie rübergeben. Super, vielen lieben Dank, Kartik. Ja, ich freue mich wirklich sehr, euch heute Lobby vorstellen zu dürfen. Genau. Ich würde auch damit sofort anfangen, auch ein bisschen als Background, wer ich bin. Genau, schon gesagt, Romy, ich bin im Hotel groß geworden, im Hotel Residenz in Liechtenstein und habe das auch mitgemanagt, habe im F&B, egal wo, an der Rezeption, Backoffice, egal wo, auch mitgeholfen, bis ich mich vor Jahren entschieden habe, nicht in der Hotellerie weiterzuarbeiten, sondern Softwareentwicklerin zu werden. Und wie das Leben so möchte, hat es mich wieder doch zurück in die Hotellerie geschoben. Und wir sind jetzt hier, ja, genau, zusammen mit Alex, der auch hier im Call ist, machen wir Lobby. Und die eigentliche Idee war wirklich, also wie wir zu dem Ganzen kamen. Und Kartik hat das auch kurz auch angesprochen. Personalmangel war für uns eine ganz große Sache und auch, dass wir sehr viele Buchungsanfragen bekommen haben, die aus unserer Sicht auch quasi automatisiert werden konnten. Und mit den neuen Technologien, also wie GenAI etc., kam dann wirklich auch die Idee zusammen mit Alex, dass wir doch hier ein tolles Produkt und eine tolle Lösung bauen können. Dieses Mal aber wirklich für Backoffice, also für das Hotel Staff und nicht nur für die Gästekommunikation, sagen wir mal so. Genau. Und ich würde jetzt auch kurz schon mal sharen. Eine Sekunde. Sagt mir, ob ihr meinen Screen seht. Ja, alles gut, Romy. Super. Perfekt. Genau. So, E-Mails ist ja wirklich auch eines der, immer noch einer der Hauptkanäle, vor allem auch für auch Firmenkunden, für Events und auch für verschiedene Corporates. Und wir haben eigentlich, also damit ich euch das ein bisschen auch erklären kann, haben wir eine Fallstudie mit einem Kunden erarbeitet, um das euch ein bisschen auch besser erklären zu können. Und zwar ist das Sam Hospitality, die managen mehrere Betriebe, unter anderem auch den Betrieb Bergedil in Andermatt. Und einer ihrer größten Herausforderungen waren vor allem auch die große Anzahl von E-Mails, die sie tagtäglich bekommen.
auch die Anfragen zu beantworten und vor allem auch, weil Some Hospitality gerne skalieren möchte, möchten sie natürlich vieles auch zentralisieren und somit auch ihre Abläufe schlank zu halten und die Rezeption dann nur an einem Ort zu haben, haben sie natürlich nach einem Partner gesucht, mit dem das möglich ist und sind dann auf uns quasi gestoßen. ChatGPT war nicht wirklich war nicht wirklich etwas, mit dem sie arbeiten konnten. Wieso? Es fehlte wirklich auch dieser Hotelkontext, aber auch die Integrationsmöglichkeiten mit zum Beispiel auch PMS und anderen Softwarelösungen. Und was war das Resultat? Wir haben Berger Deal wirklich eine Stunde Zeit erspart pro Tag. Wir automatisieren die häufigsten E-Mails. Die Reaktionszeit ist viel schneller, also anstatt Stunden, manchmal, also für riesige Gruppenbuchungen sind es nur noch Sekunden. Und wir behalten immer noch den Sprachstil des Hotels auch bei. Wichtig ist auch zu sagen, dass wir diesen Human-in-the-Loop-Ansatz haben. Da gibt es wirklich leider keine Translation. Ich habe auch noch mal gegoogelt, gibt es leider nicht, oder gechatGPT, wie man heute auch sagt, gibt es leider nicht, sondern also Human-in-the-Loop heißt wirklich einfach auf Deutsch gesagt, dass man KI-Systeme mit dem Menschen quasi zusammenbringt und die KI eigentlich nicht alleine Sachen ausführen lässt, sondern dass der Mensch immer nochmal drüber schaut. Jedoch, dass Entwürfe schon mal vorgemacht werden, und danach kann der Mensch eigentlich nur auf einen Knopf drücken oder Sachen anpassen und dann wird es ausgeführt. In der jetzigen Zeitalter denken wir, das ist eine sehr gute Sache, weil natürlich die KI immer noch nicht an dem vollen, sagen wir, so gut ist, wie wir das heute noch denken. Aber schon bald werden wir mit dem menschlichen Feedback eigentlich auch zu dem dann auch kommen. Genau. Und kurz von der Vogelperspektive, also Lobby sitzt wirklich zwischen der E-Mail-Inbox, vielleicht in der Zukunft dann auch Telefon, aber momentan ist es wirklich unsere Hauptfokus ist wirklich E-Mail und zwischen dem PMS, aber auch anderen Softwarelösungen, zum Beispiel auch RMS, POS etc. Aber es kann auch ohne Integration genutzt werden, zum Beispiel auch einfach auf einer Wissensbasis, das heißt Excel, PDF etc. Und genau, ich würde jetzt auch gleich in eine Demo reingehen, damit ihr das auch wirklich hautnah seht. Und für die Demo haben wir uns Folgendes überlegt, und zwar euch das Thema Buchungsanfrage zu zeigen. Und damit ihr auch seht, also wie man Lobby verwenden kann, weil es auch, also man kann es sehr gut customizen, also anpassen, je nach Betrieb, weil wie ihr jetzt hier seht, gibt es verschiedene Betriebe, beantworten Buchungsanfragen in einer anderen Weise. Sagen wir jetzt mal, Nummer 1 wäre jetzt wirklich einfach den Buchungslink via E-Mail zurückschicken. Oder 2 wäre wirklich in der E-Mail die ganze Offerte aufzulisten. Oder 3, schon mal eine optionale Reservierung im PMS zu erstellen und die Bestätigung durch das PMS rauszuschicken. Je nach PMS-Integration und Nicht-Integration gibt es da verschiedene Arten und Weisen. Und wir möchten euch das jetzt einfach kurz zeigen, wie das möglich ist. Lobby kann in 2 Produkten verwendet werden. Einmal im Outlook Add-in und einmal in unserem eigenen Ticketing-Tool. Ich fange jetzt als erstes mit dem Outlook Add-in an und dann würde ich dann rüber in unser eigenes Ticketing-Tool wechseln. Ich glaube, ihr seht hier jetzt auch meinen Bildschirm. Ja, gut. So, stellt euch vor, ich bin jetzt die Hotelmitarbeitende und schaue mir jetzt gerade unsere Hotel-Inbox an und sehe hier eine E-Mail von einem Kunden, dem Alex Mugrauer, der quasi eine Information braucht. Und zwar möchte er gerne wissen, was sind die Preise und die Verfügbarkeiten für das folgende Datum. Er braucht ein Standardzimmer und 3 Twin. Genau, und kann ich auch meinen Hund mitbringen. Jetzt rechts hier auf der rechten Seite seht ihr paar verschiedene Abschnitte. Der erste Abschnitt ist wirklich die Zusammenfassung. Also wir machen auch immer diese, wir nennen sie Smart Summary, also intelligente Zusammenfassung. Jetzt in dieser E-Mail, dadurch, dass sie kurz ist, ja, bringt die vielleicht nicht so viel Mehrwert, aber wenn man natürlich eine ganz lange E-Mail hat, ganz lange E-Mail-Thread mit verschiedenen
vor allem so Gruppengeschichten, dann macht das sehr viel Sinn. Dann sieht man den Verfügbarkeitsübersicht. Die holen wir natürlich auch direkt aus dem PMS raus. Und dann sieht man hier schon mal die E-Mail, also wie sie entworfen wurde von unserer KI. Jetzt, wenn man sagt, hey, mir gefällt es nicht so gut, kann man das immer noch anpassen und sagen, hey, ich wollte jetzt das hier nicht so drin haben, da brauche ich jetzt die Beschreibung gar nicht. Okay, super. Hier seht ihr auch, der Buchungslink wurde schon eingefügt. Der wird natürlich von unserer KI dann auch so zusammengefügt, dass natürlich auch das Ankunft und Abreisedatum auch stimmig ist, etc. Also je nachdem, was ihr natürlich in der Konfiguration gerne so in dem Buchungslink haben wollt, kann die KI das dann auch so anpassen. Gut, und dann sagen wir, okay, ich will jetzt aber hier noch ein bisschen Information hinzufügen. Wir haben hier unten, ich habe hier das auch schon vorgeschrieben gehabt, wir nennen das Improve with AI, also mit KI verbessern. Das ist eigentlich wie so ein kleines Chatfenster. Da kann man quasi reinschreiben, wenn man den Entwurf nochmal anpassen möchte. Ich möchte jetzt hier sagen, hey, bitte mach jetzt nochmal hier die Check-in-Time dazu. Und was jetzt hier passiert ist, dass wir natürlich auch die Wissensbasis vom Hotel hinten bei uns in unserem Backend auch drin haben. Und ihr seht dann hier unten, das wurde auch hinzugefügt. Jetzt mache ich hier einmal Insert und ihr seht, dass die Check-in-Zeit auch hinzugefügt wurde. So wie ihr das hier seht, das ist auch unsere Standalone-Offering, also ohne Integration, dass wir das auch anbieten können. Je nachdem, also was man natürlich für ein PMS hat, etc. Jetzt würde ich euch nochmal hier im Outlook ein zweites Beispiel zeigen. Hier ist auch ein bisschen kompliziertere Anfrage, würde ich sagen. Also kompliziert, sind einfach ein bisschen größer, ist für eine Schulgruppe. Und ihr seht, dass hier jetzt in diesem Beispiel wirklich die Offerte viel mehr ausgeschrieben wurde, jetzt wie im anderen. Hier zeigt man zum Beispiel, was Halfboard ist, was ist die Cancellation Deadline, also wann muss man das denn zahlen, wie viel Deposit und so weiter und so fort. Jetzt wirklich der Unterschied von dem davor war, man hat den Buchungslink und hier wird das wirklich schön ausgeschrieben. Aber wie gesagt, das ist etwas, was jeder Hotelbetrieb anders hat und so passt sich Lobby und auch unsere KI genau dem an. Nun, weg von dem Outlook-Add-in, jetzt kurz mal zu unserem Ticketing-Tool. Und zwar, was ist ein Ticketing-Tool? Ein Ticketing-Tool als Unterschied zu eurem Outlook und zu eurem Inbox hat Tickets, also jede E-Mail, die reinkommt, wird zu einem Ticket. Und ein Ticket kann auch verschiedene Konversationen haben und kann auch eine Priorität haben. Und was wichtig ist, vor allem kann an einen bestimmten Mitarbeiter zugewiesen werden. Je nachdem gibt es schon Betriebe, die heute mit Ticketing-Tools zusammen, also arbeiten. Oft hört man auch Zendesk. Es ist eher etwas, was man im Customer Support recht viel nutzt. Aber wir sehen jetzt immer mehr und mehr, dass auch in der Hotellerie, auch generell im Backoffice, das auch sehr beliebt wird. Wieso? Weil es natürlich auch im Backoffice Leute gibt, also besser gesagt Mitarbeitenden gibt, die sich nur für Hochzeiten oder die anderen nur für F&B und so Geschichten quasi wie fokussieren. Und somit können diese einzelnen Konversationen dann auch an die Menschen dann wie zugewiesen werden. Genau, aber ich will nicht so lange über das reden, sondern der Hauptteil hier ist eigentlich auch wieder die gleiche E-Mail. Und jetzt aber in einem anderen Format. Wir sehen jetzt, dass wir hier diese Reservierung, also dass wir hier eine Reservierung kreieren, direkt in dem PMS. Wir haben das auch schon vorausgefüllt. Man kann es immer noch anpassen. Und jetzt auch noch kurz zu dem. Die Felder, die ihr hier seht, die sind immer angepasst an das PMS, mit dem wir integrieren. Jetzt hier in dem Beispiel haben wir jetzt Muse hier in diesem Test-Environment angedockt. Und deshalb seht ihr auch vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Felder, die es bei euch in eurem PMS, sagen wir jetzt Protel oder Opera, jetzt gerade auch nicht gibt. Wir holen uns aber genau die Kategorie hier raus. Die Raten kann alles wie auch im PMS wieder angepasst werden. Und wenn man mit dem zufrieden ist, schaut man sich auch kurz hier die E-Mail nochmal an. Perfekt.
Und wenn man auf Approve All klickt, wird das dann auch wirklich alles auch gesendet. Und ich zeige jetzt euch kurz, wie das dann aussieht, wenn es mal einmal abgeschickt wurde. Das ist also genau die gleiche E-Mail nochmal davor. Ihr seht, E-Mail wurde abgeschickt hier. Und hier auf der rechten Seite seht ihr, dass wir dann auch die Reservierung rauslesen aus dem PMS. Wenn ich jetzt hier kurz draufklicke, komme ich dann auch wirklich auf die Reservierung im Muse. Genau. Und das ist mehr oder weniger, also wir können hier noch Stunden mit dem ganzen Thema verbringen, aber wir wollten euch eigentlich hauptsächlich mal diese Flows zeigen, die verschiedenen Nutzungen, also wie man uns nutzen kann mit dem Outlook-Add-in, mit unserem eigenen Ticketing-Tool und auch die verschiedenen Arten und Weisen, wie ihr eigentlich eine Buchungsanfrage mit Lobby bearbeiten könnt. Wir haben auch andere Arten, also wir können auch generell verschiedene andere E-Mails auch beantworten, aber das war für uns eigentlich dieser Haupt-Use-Case, also Fall, den wir euch zeigen wollten. Ich glaube, hiermit sind wir eigentlich auch schon durch. Genau, ich möchte mich nochmal hier bedanken. Und falls ihr Fragen habt, bitte schießt los. Also ich weiß nicht, Kartik, Fragen sind erlaubt, oder? Absolut, natürlich. So, Ich würde euch bitten, vielleicht, Romy, wenn du den Bildschirm aufhören zum Teilen kannst, damit es einfach ja, noch schöner super. aussieht. Super, danke. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich das Händchen heben, sei das jetzt zu Romy oder zu mir. Ihr könnt euch auch dann, also die Stummanschaltung ausschalten und eure Frage ganz offen stellen. Wir wollen das ein bisschen auch als Dialog führen, euch die Möglichkeit geben. Gibt es jetzt gerade so Fragen? Und falls ihr euch nicht getraut zum Sprechen, könnt ihr natürlich auch im Chat was schreiben. Da haben wir schon mal die erste Frage. Was unterscheidet Lobby AI von Copilot von MS, Romy? Ich glaube, das ist eine Frage für dich. Muss ich noch die Stummausschaltung. Super. Genau, vielen Dank vielen Dank, Herr Beutler, Herr Trodes. Genau, für die Frage. Also der Hauptunterschied ist natürlich, dass dass Copilot keine Integration hat mit dem PMS. Also wir holen uns direkt die Verfügbarkeit raus aus dem PMS. Wenn man uns als Standalone nutzt, ist natürlich nochmal der Unterschied zwischen Copilot, dass wir natürlich uns spezialisiert haben auf die Hotellerie und die Arten und Weisen, wie man die Offerten schreibt und auch wie man zu Gästen antworten, ist natürlich auch nochmal um einiges anders wie bei Copilot. Wie trainiert sich Lobby? Genau, Nummer eins während der Onboarding-Phase. Also wir haben quasi ein Onboarding, wo wir zusammen mit unseren Kunden anschauen, wie eure E-Mails quasi geschrieben wird. Dann setzen wir eine Basiskonfiguration zusammen, haben dann eine Woche Testing Phase, wo wir dann eigentlich einfach die Inbox anschauen und das weiter adaptieren. Und sobald wir alle mit dem happy sind, rollen wir das dann wirklich auch aus. Also das geht dann live auch im Betrieb. Zusätzlich haben wir eine Learning Functionality. Das heißt, sobald es etwas gibt, was wir quasi nicht wissen, wird das bei uns im Memory, also wir nennen das in unserem Memory gespeichert. Und der Kunde hat auch Zugriff auf das. Das heißt, wir speichern das ab und nutzen das dann immer wieder beim nächsten Mal. Und wenn ihr sagt, hey, ihr könnt das dann auch, wir sind wirklich der Meinung, dass das Memory auch für alle zugänglich sein soll. Und wenn ihr sagt, hey, das ist jetzt nicht etwas, was ihr wirklich abspeichern müsst, dann könnt ihr das auch wieder wegmachen. Also wir lernen eigentlich tagtäglich von jeder E-Mail, wie ihr das anpasst und wie ihr das quasi, genau, was ihr eigentlich anders ausgesucht habt. Wir schauen uns auch jeweils die Improve with AI, also wenn ihr auch was angebt, was ihr gerne verbessern wollt, analysieren wir auch. Das ist mehr etwas, wo wir quasi im Background machen, damit wir eure Kundeninstanzen dann auch verbessern können, wenn wir sehen, okay, da wird zu oft was angepasst, dann machen wir auch händisch in der Konfiguration dann auch was. Ich hoffe, ich konnte dir antworten, Herr Beutler. Super, cool. Und vielleicht, wenn ich noch dazu sagen kann, solche spezielle Lösungen, die haben einfach wirklich große Vorteile im Vergleich zu Massenlösungen wie ein Copilot von Microsoft, weil sie wirklich auch die Personalisierung um einiges besser hinbringen, um einiges persönlicher gestalten können, die Formulierungen einfach mehr auch an die Kultur des Hotels anpassen können. Und das sind Vorteile, die man durch solche Tools wie Copilot oder ChatGPT und so weiter und so fort in einem Rahmen machen könnte, aber die
nie so weit perfekt sein werden wie eine Standalone-Lösung wie Lobby jetzt so das ist. Super, danke, Kathi. Genau, da kam noch von Barbara, welche PMS können aktuell angebunden werden? Sind noch Anbindungen von Restaurantsystemen, zum Beispiel Gastronomie, möglich? Genau, also momentan also wie gesagt, man kann uns auch ohne Integration nutzen, das ist gar kein Problem. PMS, soweit haben wir Apaleo und Muse. Wir sind aber auch jetzt gerade dran, verschiedene weitere auch PMS mit verschiedenen anderen PMS auch zu integrieren. Ganz vorne dran auch mit Opera natürlich. Das ist ein größeres System. Bezüglich den Restaurantsystemen Gastronovi, das ist auch, also je nachdem, wie die Buchung handgehabt werden soll, müssten wir nicht unbedingt auch integriert werden. Also jetzt zum Beispiel Barbara, am besten wäre, dass wir uns zusammensetzen und uns das anschauen, weil es ist nicht immer eine Integration auch möglich. Wir können das auch über verschiedene andere Technologien, Scripting etc. auch machen. Aber ich glaube, die Frage, was du hattest, Barbara, war wirklich, was kann man so integrieren? Kann man Customized Flows, also kann man was für seinen eigenen Betrieb bauen innerhalb von Lobby und das ist auf jeden Fall möglich. Unser System ist komplett dazu ausgerichtet, dass wir eigentlich unsere Flows wirklich den Arbeitsabläufen von den Betrieben anpassen können. Also je nachdem, was du genau suchst innerhalb von Gastronomie, schreib uns eine E-Mail, gucken uns das gerne an. Wir sind auch jetzt gerade dran, auch zum Beispiel zu gucken, wie wir das auch mit Restaurantbuchungen über Leno machen könnten, mit Scripting. Also es gibt tausende Lösungen. Wir müssen nicht überall eine Integration direkt haben, zum Glück. Hoffentlich gibt es irgendwann mal keine Integrationen, sondern wir können einfach so alles nutzen. Und Gerne. ich möchte auch den Punkt weiter noch sagen, falls es irgendwelche von euch gibt, die das jetzt finden, hey, wir wollen das mega testen und ihr habt nicht Muse oder Apaleo, ihr bekommt im Nachhinein noch eine E-Mail, wo die E-Mail-Adresse des Hospitality Boosters drin ist. Ihr könnt mich dann durch das kontaktieren. Ich würde aber auch Alex bitten, wenn du eure E-Mail-Adresse in den Chat noch reinwerfen könntest, damit die Leute euch auch direkt kontaktieren können, würde es wahrscheinlich auch noch nützlich sein. Gibt es noch weitere Fragen, entweder zur Lobby oder auch zu generell KI oder die Handhabung von Hotellerie Suisse zu KI? Noch kurz bevor vielleicht, also bevor du das zumachst, genau, also wenn ihr auch, wir haben das jetzt noch nicht so ganz ausgearbeitet, das Angebot, aber falls ihr auch wollt, dass wir euch, sagen wir, einen gewissen Report macht, wie wir quasi eure E-Mail auch automatisieren können. Wir haben zum Beispiel jetzt noch nicht eine PMS-Integration mit eurem PMS, ist es auch kein Problem. Wir können einfach mal eine Analyse machen, was ist möglich, was müsste man anpassen, etc., dann schreibt uns bitte auch gerne. Also wie gesagt, nur weil ihr jetzt sagt, hey, wir haben Protel, Lobby hat leider nur Muse und Apaleo, das wird sehr schnell gehen, die Integration, und wir werden auch sehen, okay, was können wir wirklich bei euch auch automatisieren. Habt ihr auch noch coole Tools, habt ihr noch andere coole Tools, die mit KI interagieren? Ähm, Meinst du generell, also außerhalb von der E-Mail, vom E-Mail-Bereich? Oder ist das jetzt eine Frage für Hotellerie Suisse? Oder? Genau, das versuche ich auch kurz. Also generell von Generell Lobby. von Lobby. Hm? Also Lobby ist jetzt fokussiert komplett auf E-Mails. Also was wir jetzt auch Cooles gebaut haben, das ist wirklich eine Nebensache. Wir haben so eine Rooming List GPT gebaut. Wir würden das auch würden das auch auf LinkedIn auch kommunizieren. Also ihr wisst ja, ich glaube auch in Interlaken vor allem hat man dann auch sehr viele Gruppen vom Ausland, sagen wir aus Asien, und die kommen dann und haben natürlich ihre Rooming-Liste in den verschiedenen Formaten, die natürlich sehr schwierig sind, manchmal umzuwandeln. Und da haben wir einfach ganz schnell einen GPT gebaut, der eigentlich hilft, dass man das in die richtige Vorlage umwandeln kann. Wir haben das jetzt mal kurz für Muse gebaut, wollten das jetzt auch noch für Portal oder auch gegebenenfalls für Opera Cloud auch uns anschauen. Genau, also das ist noch etwas Kleines, was wir nebendran noch
gemacht habe. Aber darüber gibt es noch mehr von unserem LinkedIn. Das geben wir dann auch gratis raus. Das könnt ihr dann auch alle gerne verwenden. Und sonst bleibt es bei E-Mails. Ist schon mal viel. Ich meine, einfach die Menge an Arbeit, die ein Rezeptionist einsparen kann bei so einer Lösung, ist schon massiv. Und deshalb wollten wir auch, dass ihr dabei seid und das mal präsentiert. Ich finde, das ist so ein einfacher Einstieg in diese Welt der KI. Und das ist wirklich einfach verständlich, wo der Use Case ist. Ich glaube, es sollte allen ziemlich einfach visualisierbar sein, wie so ein Tool eigentlich ein Vorteil sein kann. Ähm, an dem Punkt, wenn es keine weiteren Fragen gibt, und ich mache jetzt ein bisschen Abschluss, aber wenn ihr Fragen habt, dann bitte einfach in den Chat oder Händchen hoch, wie es euch lieber ist. Ich möchte euch alle herzlich bedanken, dass ihr die Zeit heute genommen habt, um mit uns diese Welt der KI ein bisschen zu entschlüsseln. Wie ihr wisst, machen wir 5 Webinars als Pilotprojekt und wollen ein bisschen mehr diese Möglichkeiten von dieser Technologie an euch bringen. Wir sind auch am Schauen, ob wir andere Technologien, Digitalisierung insgesamt ein bisschen zugänglicher machen. Na klar, die Folien können wir auch zugänglich machen, das ist absolut drin. Ich muss mit Romy noch schauen bezüglich Lobby, welche Folien dort möglich sind, aber wir werden versuchen, so viele Folien wie möglich zugänglich zu machen. Ähm, und das Ganze wird auch im Nachhinein nachschaubar sein. Also ihr könnt das dann auch mit euren Kollegen teilen. Wir werden es untertiteln auf Französisch, Italienisch und Englisch. Das heißt, auch wenn jetzt jemand nicht Deutsch kann, sollte das kein Problem sein. Im nächsten Webinar werden wir Revenue Management anschauen, zusammen mit Room Price Genie. Das sind alles Partner in unserem Netzwerk natürlich. Und da gibt es auch mega coole Use Cases, wo wir wirklich auch diese vertiefte, echten Nutzen bringen können. Ich möchte aber auch sagen, wie gesagt, in der E-Mail, die ihr erhalten werdet, wird die Hospitality Booster E-Mail-Adresse drin sein. Wir sind immer sehr, sehr froh auf Feedback. Wie gesagt, es ist ein Pilotprojekt. Wir wollen Sachen verbessern, wir wollen Sachen besser machen können. Wenn ihr da kritisches Feedback, positives Feedback, wie auch immer, für uns habt, sind wir nur so froh, von euch zu hören. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir euch alle auch im nächsten Webinar wiedersehen können. Vielen Dank zusammen. Adieu.